Turn to the person next to you and say, you look good today. Dreh dich zu der Person neben dir und sag, du siehst gut aus heute. You look good today. Yeah. I always like to do that at the beginning of a message. Ich liebe das am Anfang einer Predigt zu tun, So that when you speak to somebody about the service this morning, dass wenn du über die Predigt sprichst von heute, you've always got something edifying to say. dann hast du sicher immer etwas zu sagen. You could always leave church saying, yeah, I was really encouraged today. Somebody told me I look good. Man kann immer sagen, es war unglaublich ermutigend, weil irgendeiner mir gesagt hat, ich sehe gut aus. I want to speak to you a message this morning Ich habe heute Morgen eine Predigt, that for me is a very important part of my own journey. die für mich ein wichtiger Teil meiner eigenen Reise ist. When Paul wrote to the Corinthian church, Wenn Paulus den Korinthern schreibt, it was one of those relationships that had quite a bit of tension in it. dann war das eine Beziehung, die ziemlich spannungsgeladen war. Somehow they had got into a real personality cult. Sie hatten in ihrer Gemeinde einen Personenkult. In other words, some were saying, I really like Paul and his teaching, and others were saying, no, I like the Apostle Peter and just the way he gives it to us straight. Die einen sagten, ich liebe Paulus und wie er lehrt, und andere sagten, ich liebe Apostel Petrus, wie er so fadengerade ist. And some were saying, you know, nobody can touch Apollos, he's so eloquent. Und andere sagten, niemand erreicht Apollos, er ist so eloquent. And then there were even a group of people saying, oh, I just love Jesus. Und andere haben gesagt, ich liebe nur Jesus. It's all about Es Jesus. ist nur Jesus. And Paul grouped that group with the other group. Und Paulus zählt diese Gruppe mit den anderen auf. You've made Jesus a personality. Ihr habt aus Jesus eine Persönlichkeit And gemacht. Jesus is more than that. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is the Messiah of the world. Aber er ist mehr als das. Er ist König der Könige, Herr der Herren und er ist der Messias der ganzen Welt. Now today you are allowed not to be Swiss. Heute ist es für euch erlaubt, nicht schweizerisch zu sein. Come on. We are kingdom people. Wir sind ein Volk des Königreichs. Yes. So we're allowed to respond in a kingdom way. Es ist erlaubt, dass wir reagieren auf eine Königreichsart. We made a rule over the weekend at the conference. Während der Konferenz gab es eine bestimmte Regel. If one claps, we all clap. Wenn jemand zu klatschen beginnt, dann klatschen alle. Does that... You're good. Ihr seid gut. Okay, let's read from Scripture. Lesen wir aus der Bibel. Here's what Paul has to say in 2 Corinthians chapter 4 and verse 7. Das sagt Paulus im 2. Korinther 4, Vers 7. But we have this treasure in jars of clay so that the surpassing power belongs to God and not to us. Wir tragen diesen Schatz in Gefäßen aus Ton, aus Lehm und so dass die Kraft, die darin ist, die kommt nicht von uns, sondern sie kommt von Gott. So if you're one of those people who likes titles for the message, Wenn du jemand bist, der gerne Titel für die Predigt hat, this is called Treasures in Jars of Clay. sie heißt Schatz in irdenen Gefäßen. Now think about that for a moment. Denkt einmal ein bisschen darüber nach, Because everybody in this room weil jeder hier in diesem Raum has a treasure hat einen Schatz and everybody in this room has a jar of clay. und jeder in diesem Raum hat ein irdenes Gefäß. Now let me ask you a question. Eine Frage an dich. They very kindly booked me into a very nice hotel here. Sie haben mir ein schönes Hotel gebucht. Every hotel I've ever been to, Jedes Hotel, in dem ich war, when you open the cupboard door, there's a little safe. wenn du den Schrank aufmachst, dann gibt es da einen kleinen Safe, You know what I'm talking about. ein Tresor. The idea of the safe is that everything of value goes into the safe. Und die Idee davon ist, dass alles, was wertvoll ist, da eingeschlossen wird. I never use these because I always forget the code. Ich brauche die nie, weil ich sowieso immer den Code vergesse. So embarrassing. Es ist ein bisschen peinlich. Just have to go down and they got a secret way of overriding it, so it's not that safe Ich muss dann anyway. immer runtergehen und dann haben sie eine Möglichkeit, das doch aufzumachen, also so sicher ist es gar nicht. But the idea is, if you have something that is valuable, that you treasure, you put it somewhere safe that nobody can get a hold of it. Die Idee davon ist, dass wenn du etwas von großem Wert hast, dann machst du das
sein, einen Ort, wo es sicher ist, dass niemand dir wegklaut. Who would think to take something of value and place it in something that is fragile and weak? Wer kommt denn auf die Idee, dass man etwas Wertvolles an einen Ort tut, der zerbrechlich und schwach ist? Dummkopf. Idiot! That is crazy. Das ist verrückt. But God has done that with you and me. Aber Gott hat genau das mit dir und mit mir gemacht. The treasure is the Spirit of God, the presence of Jesus, the presence of God in our lives, a renewed spirit. Und der Schatz ist der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes in unserem Leben, dieser erneuerte Geist. And if you've said yes to Und Jesus, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, there are various ways we can express it. auf die verschiedenen Arten, wie wir das ausdrücken können, We can call it being born again. wir können das nennen, wiedergeboren We can werden. call it having a renewed spirit. Wir können sagen, einen erneuerten We Geist can haben. call it being made alive in Christ. Wir können es nennen, lebendig gemacht in We can Jesus. call it forgiveness, Oder Vergebung, redemption, Umkehr, justification. Rechtfertigung. It doesn't matter what label Es you spielt nicht use. so eine Rolle, wie du das nennst. It's about God coming to dwell in our lives with His presence. Es geht darum, dass Gott in unsere Leben kommt und in unseren Leben Einzug hält und wohnt. That's good. Das ist gut. I always love it when there's a few people who won't clap. Ich liebe es immer, wenn ein paar hier sitzen, die dann nicht klatschen. You haven't impressed me enough yet. Du hast mich noch nicht genügend beeindruckt. Fair enough, fair enough. Das ist okay. I love you. Ich liebe dich. Now here's the thing. Das ist der Punkt. The jar of clay. Das irdene, tönerne Gefäß In the first century, im 1. Jahrhundert nothing was as weak as the jar of clay. gab es nichts Zerbrechlicheres als ein Tongefäß. When the Romans created glass, even the glass was stronger than the jar of clay. Als die Römer das Glas erfunden hatten, war sogar das Glas stabiler als dein tönernes Gefäß. When they have found Roman sites and they've excavated, Als sie römische Dinge ausgegraben haben, they find hundreds of broken jars of clay. fanden sie hunderte von zerbrochenen Tongefäßen. You didn't repair a jar of clay. Wenn das mal zerbricht, man flickt es nicht. You threw it out and got another one. Man schmeißt es aus dem Fenster und holt ein anderes. The jar of clay had little value. Das Tongefäß ist ziemlich wertlos. Now, every single one of us Und jeder einzelne von uns is a jar of clay. ist ein Gefäß aus Ton. Now, some jars, Einige Gefäße, they're quite attractive. die sind ziemlich schön. Did you notice his wife this morning? Habt ihr seine Frau gesehen heute Morgen? That is a very lovely jar of clay. Das ist ein sehr ansehnliches Tongefäß. This jar of clay, Und dieses Tongefäß, some jars you have to dress up and paint. es gibt Gefäße, die muss man verkleiden und anmalen. It's not the fault of the jar, Es ist nicht der Fehler des Gefäßes, that poor jar. das arme Gefäß. Sometimes you look at couples Manchmal schaut man Paare an and you say, how did that jar ever get that jar? und fragt sich, wie ist dieses Gefäß je zu diesem Gefäß gekommen? That's just so amazing. Ist das nicht erstaunlich? That jar is so ugly Dieses Gefäß ist so and that jar is so beautiful. und dieses ist so schön. I'm going to pick on a few people. Ich werde mir nur ein paar rauspicken von euch. Did you notice Claudio? Kennt ihr Claudio? This man Dieser Mann, has the most well-groomed hair I have ever seen. er hat die bestgekämmten Haare, die ich je gesehen habe. I mean, that is just so perfectly done. Das ist einfach perfekt Do gestylt. you ever see something that's so perfect you just want to go there and go, Habt ihr das auch, dass ihr manchmal etwas so Schönes seht, dass ihr am liebsten durcheinander bringen möchtet? I was preaching one time, Eines Tages habe ich gepredigt and after the preaching, a woman came up to me. und nach der Predigt kam eine Frau zu mir. I can't do it with you. Ich kann es nicht mit ihm machen. She grabbed my hair. Sie hat mir in die Haare gefasst, She literally grabbed my hair so richtig buchstäblich, and pulled it und hat daran gezogen and said, that can't be real. und sagte, das kann nicht echt sein.
You know, and I was kind of going across the floor like this. Und wie hat sich so über den Boden gezogen. I said, Madam, that's very painful. Und ich sagte, ey, das macht weh. And she was shocked. Und sie war schockiert. Last year I was in Auckland, New Zealand. Letztes Jahr war ich in Auckland, Neuseeland. Somebody came up to me after Jemand a kam zu service. mir nach einem They Gottesdienst. said, I have a question to ask you. Ich möchte dich was fragen. I thought it was going to be deep. Dann wird es immer tief. No, like they were going to ask me something about Jesus. Dann fragen sie mich etwas über Jesus. Something really spiritual. Etwas Geistliches. They said, do you dye your hair? Hast du deine Haare gefärbt? I don't know these kinds of words. For those of you who are wondering, Für diejenigen, die sich das fragen, no, it's real. This Nein. is my color. This es is ist my echt. hair. Das ist die echte Farbe. This jar of clay is 65 years old. Dieses Tongefäß ist schon 65. You know, later on in this same chapter, Später im gleichen Kapitel, in verse 16, im Vers 16, Paul says that the outer vessel, the jar of clay, is perishing. It's dying. It's getting corrupt. It's getting old. sagt, dass letztendlich diese Tongefäße alt werden, zerfallen und kaputt gehen, weil sie altern. Now, if you had seen me when I was in my 30s, Wenn du mich gesehen hättest mit 30, I was extremely fit. ich war fit, I was even better looking than I am now. ich sah besser aus als heute. You know, when my kids look at my wife and I when we got married, Wenn unsere Kinder uns sehen auf Fotos von der Hochzeit, we got married in the 70s when everyone was super thin. wir wurden in den 70ern verheiratet, als alle sehr schlank waren. They can't believe it. Sie können es nicht Say, glauben. you two look like models. Ihr seht ja aus wie We Models. say, yeah, we were. Das war einmal. But as I've got older, Aber während ich älter wurde, the jar of clay is beginning to crack. wurde dieses Tongefäß, es gab Risse. It's just not working the way it used to. Es ist nicht mehr so ganz auf dem Level von vorher. That's the jar of clay. Und das bedeutet es, ein That's Tongefäß your zu sein. humanity. Das ist unsere That's Menschlichkeit. the old creation. Das ist die alte Schöpfung. But here's a beautiful thought. Aber es gibt einen wunderbaren Gedanken. During the times of the Roman Empire, Während des Römischen Reiches, when the jar of clay was no longer useful, als ein Tongefäß nicht mehr brauchbar war, they threw it away. haben sie es rausgeschmissen. But Paul says God is going to take this jar of clay, Aber Paulus sagt, dass Gott diese Gefäße nimmt. and what is sown in weakness is going to be raised in strength. What is sown in dishonor is going to be raised in honor. What is sown as mortal is going to be raised immortal. There's a resurrection coming. Das, was gesät wurde in Schwachheit, wird aufstehen in Stärke. Das, was gesät wurde in Unehre, wird aufstehen in Ehre. Das, was gesät wurde in Sterblichkeit, Vergänglichkeit, wird aufgehen in Unsterblichkeit. Es gibt eine Kraft der Auferstehung. Good. It's good. I like to test my interpreters. Ich wollte mal meinen Übersetzer testen. This man is really good. Er sei gut. Now here's the thing. Hier ist der Punkt. There's the vessel. Es gibt das Gefäß. There's the jar of clay. Es gibt dieses Tongefäß. And there's the treasure. Und es gibt den Schatz. The presence of God dwelling in us by the Holy Spirit. Die Gegenwart Gottes, die in uns wohnt durch den Heiligen Geist. God is interested in the treasure. Gott interessiert sich für den Schatz. He loves the treasure in you. Er liebt den Schatz in dir. Listen, let me speak to you young people. Junge Leute, hört gut zu. All the young adults, we had fun last night. Oh, ihr jungen Leute, gestern Abend hatten wir eine You gute have Zeit. great young adults in this church. Ihr habt großartige junge Leute in dieser We Gemeinde. had a 3.5 hour meeting. That was a meeting. Wir hatten eine 3,5-stündige Session zusammen. And here's the thing, you young adults. When you see a jar of clay that you like the look of, Wenn ihr ein tönernes Gefäß seht, das ihr gerne anseht, that's okay. das ist okay. You're allowed to like the clay. Es ist okay, wenn du den Ton liebst. Because even God made the clay. Weil auch den Ton hat Gott geschaffen. When Adam woke up from his sleep,
Als Adam von seinem Schlaf aufgewachsen ist, he was not disappointed. war er nicht enttäuscht. Yo, God, Yo Gott, I like your style. ich liebe deinen Stil. But the important thing is, Aber das Wichtige ist, get to know the treasure. schau, dass du den Schatz kennenlernst. Get to know the treasure inside the person. Lerne den Schatz in anderen Menschen kennen. Because the treasure is going to outlive the vessel. Weil der Schatz ist wichtiger und wertvoller als das Gefäß. And when the vessel starts to crack and doesn't look as attractive as it used to, Weil wenn das Gefäß dann rissig wird und nicht mehr ganz so attraktiv wie anfangs. if you get to know the treasure, you won't try and find another vessel. Und wenn du dann den Schatz kennst, dann wirst du nicht dich umschauen, um ein anderes Gefäß zu Because you finden. will value the treasure in the vessel. Weil du den Schatz im Gefäß wertschätzt. Now, Paul says we've got this treasure in jars of clay Paulus sagt, wir haben diesen Schatz in tönernen Gefäßen. in order to show the surpassing power belongs to God and not to us. Damit klar und offenbar wird, dass die überragende Kraft Gott gehört und nicht uns. So God manifests his power through the vessel. Gott zeigt seine Kraft durch diese Gefäße. But the vessel is not the origin of the power, it's the carrier of it. Aber das Gefäß ist nicht der Ursprung dieser Kraft, sondern der Träger dieser Kraft. It is the treasure that's the origin of the power. Es ist der Schatz, dort ist der Ursprung dieser Kraft. You get it? Versteht ihr? Now, it's going to get even better. Es wird noch besser. You're going to want to clap even louder in a minute. Ihr Just a werdet second. noch lauter klatschen wollen. Here's what he says. Und dann steht Folgendes. We are afflicted in every way, but not crushed. Wir sind angegriffen auf jede Art und Weise, aber nicht zerschmettert. This word, afflicted, Dieses Wort angegriffen, means it's a word that they use when they pressed a grape. das ist das Wort, das verwendet wird, wenn eine Traube ausgepresst wird. Now, when I read these texts, Wenn ich diesen Text lese, I have to tell you, they trouble me. dann macht mir das echt Sorgen. It's not the things in the Bible I don't understand that bother me, it's the things I do understand. In der Bibel macht mir nicht das Sorgen, was ich nicht verstehe, sondern das, was ich verstehe. So Paul is saying here, Paulus sagt hier, we are pressed like a grape. wir sind unter Druck wie Trauben. But then he says we're not crushed. Und dann sagt er aber, wir werden nicht zerdrückt. So we're pressed, Gepresst, but not crushed. aber nicht zerdrückt. How many of you know Wer von euch weiß, that the vessel says, I'm being crushed? dass das Tongefäß sagt, ich werde zerdrückt. And God says, no, you're being pressed. I'm not going to allow you to be crushed. But we're screaming, I feel crushed. Und wir sagen, aber ich werde zerdrückt. Aber Gott sagt, nein, du wirst nicht zerdrückt. Du bist unter Druck, ja, aber es wird dich nicht zerbrechen. Aber wir schreien, weil wir das Gefühl haben, zerbrochen zu werden. He says we're persecuted but not forsaken. Hier steht, wir werden verfolgt, aber wir werden nicht Persecuted? weggeschwemmt. Wir werden verfolgt. Oh, I jumped down. Sorry, let's do the previous. was I missed a bit. übersprungen. We're perplexed but not driven to despair. Wir sind durcheinander, aber nicht verzweifelt. Perplexed. Perplex. Have you ever been perplexed? Wart ihr schon mal perplex? You haven't. Wait till you get married. Falls nicht, warte, bis du verheiratet bist. Perplexed is when you don't know what's going on. Perplex, das heißt, wenn du nicht mehr verstehst, was abgeht. How many times have all the men in the room said, I just don't understand what she's talking Wie about? oft habt ihr Männer im Raum schon gesagt, ich verstehe nicht, worum geht's und warum I tut ihr just want to das? speak to all the young married men in the room. Junge, verheiratete Männer, hört mal zu. You are not crazy. Ihr seid nicht verrückt, You are not stupid. ihr seid nicht dumm. There is no man in the world who ever understands a woman. Es gibt keinen Mann in der Welt, der eine Frau wirklich versteht. I didn't hear that. You're right. Richtig. You're right. Thank God for Jesus. Danke, Herr, für Jesus. Perplexed.
perplex, verwirrt. But guess what? We're not in despair. Aber wir sind nicht verzweifelt. To be in despair means you have no hope. Verzweifelt sein bedeutet, keine Hoffnung mehr zu haben. You have no hope. Keine Hoffnung mehr zu haben. So Paul says, I get in situations in life where I don't know what to do. Paulus sagt, ich komme im Leben in Situationen, wo ich nicht mehr weiß, was ich tun But soll. even though I don't know what to do and I don't know what's coming next, I never give up hope. Auch wenn ich nicht verstehe, warum das so ist und was ich tun soll, aber die Hoffnung gebe ich nicht auf. The jar of clay feels the pressure and gets confused. Das irdene Gefäß erlebt diesen Druck und es ist verwirrt. But the treasure can handle the pressure and the treasure is filled with hope. Aber der Schatz darin, er kann mit diesem Druck umgehen und der Schatz ist erfüllt mit Hoffnung. He says we're persecuted, but we're never forsaken. Es heißt, wir sind verfolgt, aber wir sind niemals verlassen. The Greek word for persecuted Das griechische Wort für verfolgt means literally to be chased out of town. heißt wörtlich aus der Stadt gejagt oder geworfen That's zu what werden. happened to Paul wherever he preached. Das ist Paulus überall passiert, wo er gepredigt hat. He was chased out of town, Sie haben ihn rausgeschmissen aus der Stadt, persecuted, verfolgt, but not forsaken. aber nicht aufgegeben. God was with him in the process. Gott war mit ihm in diesem Prozess. And then he says this, Und dann sagt er Folgendes. we're struck down but not destroyed. Wir sind niedergeschlagen, aber nicht zerstört. One translation says this, Eine Übersetzung sagt, we're knocked down wir sind knocked da, also wie beim Boxen. So yeah. K.O. geschlagen. We're knocked down, Wir sind K.O. geschlagen, but we're not knocked out. aber nicht ausgezählt. Have you ever seen that Habt ihr das schon mal in gesehen? a boxing match? In einem Where the Boxing-Arena. guy goes down Ein Typ geht zu Boden and the referee starts to und count. der Schiedsrichter beginnt zu And he zählen. has to get up before the count of 10. Und er muss aufstehen, bevor die 10 kommt. And if he gets up, Und wenn er dann wieder aufsteht, then it's okay. dann ist alles gut. They carry on the fight. Und dann kämpfen sie weiter. If he stays down, it's game over. Und wenn er am Boden bleibt, dann ist alles vorbei. Paul says, I get knocked down all the time, but I keep getting up because of the treasure. Und Paulus sagt, ich werde niedergeschlagen, immer und immer wieder, aber ich stehe wieder auf, weil dieser Schatz in mir ist. Now here's the thing. Und das ist der Punkt. It's very hard to see the treasure Es ist nicht leicht, den Schatz zu sehen, by just looking at the vessel. wenn man nur auf das Gefäß schaut. See, I was telling them yesterday at the conference, Gestern habe ich an der Konferenz gesagt, when I'm on my own, wenn ich allein bin, I am a very patient man. bin ich sehr geduldig. When I'm on my own, Wenn ich allein bin, because I like me weil ich mich selber mag. and I have lots of patience for me. Und ich habe sehr viel Geduld mit mir If selber. I get up late, Wenn ich spät aufstehe, I say, that's okay, Peter. dann sage ich zu mir, Peter, das ist You schon had a okay. big day Du hast yesterday. es so schwer gestern. Lie in a little longer. Bleib noch ein bisschen im I'm Bett. so patient with myself. Und ich bin so geduldig mit mir It's selber. fantastic. Wunderbar, nicht? Sometimes I eat a little more than I should, Und manchmal esse ich ein bisschen mehr, als ich but I sollte. say, you deserve it. Und dann sage ich zu mir, du brauchst es. You're not as fat as that guy. Du bist nicht so dick wie der andere. You just look like Winnie the Pooh. Aber du siehst doch aus wie Winnie the Pooh. Okay. I'm very patient on my own. Ich bin für mich selbst allein sehr geduldig. But then I had 6 kids, Dann habe ich 6 Kinder. and I realized I'm capable of murder. Und dann habe ich festgestellt, ich bin fähig zum Mord. They're lucky to be alive. Sie leben immer noch, glücklicherweise. I remember saying to my son one time, Ich habe eines Tages zu meinem Sohn gesagt, I brought you into the world, and I can take you out of the world and get ich habe another dich in one. die Welt gesetzt, ich kann dich da wieder rausnehmen, benimm dich gefälligst. Now listen carefully. Hört gut zu. Here's the bit of the text I really don't like. Das ist der Teil des Textes, den ich nicht mag. He says, we're always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. Wir tragen in unserem Körper, in unserem irdischen Leben immer den Tod von Jesus, damit auch das Leben von Jesus in unserem irdischen Körper sichtbar werden kann. For we who live are always being given over to death for Jesus' sake. Wir, die leben, sind immer wieder dem Tod in die Hand gegeben, aufgrund oder für Jesus.
I hate that verse. Ich mag diesen Vers überhaupt nicht. I look at that scripture and I say, no thank you. Ich schaue mir das an und sage, nein, danke. I do not want to be delivered to death. Ich will nicht dem Tod ausgeliefert sein. You're looking at me funny. Ihr seid ein bisschen You're lustig. exactly the same. Der Vers steht auch in deiner Bibel. None of us like confrontation. Niemand von uns mag es, wenn er konfrontiert wird. If you do, you need to see a psychologist. Falls du das magst, dann geh zum Psychiater. We all avoid it. Wir versuchen da We auszuweichen. all avoid the awkward conversation Wir versuchen den unangenehmen Unterhaltungen, Gesprächen that we know auszuweichen. we have to have, but we don't really want to do it. Wir wissen, wir brauchen sie, wir müssen sie führen, aber wir wollen sie nicht. We all avoid situations Wir vermeiden Situationen, that could make us feel uncomfortable or insecure or fearful. die uns ungemütlich sind oder in denen wir uns unsicher oder ängstlich fühlen. None of us go into a situation saying, you know, you could be really embarrassed and this could look really bad. Would you like to do it? Niemand geht gerne in eine Situation, in der es peinlich sein könnte und man richtig dumm dastehen könnte. But God has a plan. Aber Gott hat einen Plan. Why does he deliver us to death? Warum überantwortet er uns dem Tod? So that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. Darum, dass das Leben von Jesus manifestiert und sichtbar wird in unserem sterblichen Leib. So I forget your name. What is it? Hab deinen Namen vergessen. Isaiah. That's a great name. Isaiah, großartiger Name. Now, you've obviously got Christian parents. Du hast offensichtlich gläubige Eltern. Yeah, is Jeremiah your brother? Ist Jeremia dein Bruder? I used to love that at the Bible college. Ich liebte das am We'd get all Bibelcollege. these students from Africa. Wir hatten all diese Studenten aus Afrika. Love that. Ich liebe das. We had Abraham, Isaac, and Jacob one year. Wir hatten Abraham, Isaac und Jakob alle Just miteinander. brilliant. Es war wunderbar. I think we had all the major prophets as well. Wir hatten alle wichtigen Propheten auch. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Daniel. Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel. Love that. Okay, Isaiah. Isaiah. Would you stand up, please? Steh mal auf bitte. In fact, do me a favor. Stand on your chair so everyone. Kannst du mir einen Gefallen tun und auf den Stuhl raufstehen, yeah. dass jeder dich sieht? This is Isaiah. Das ist Jesaja. Sit down. You can sit down. Du kannst wieder sitzen. Now, listen. Hör, Ever since I started preaching, seit ich begonnen habe zu predigen, Isaiah has been in the room. Jesaja war im Raum. But when he stood on the chair, Aber als er auf den Stuhl gestanden ist, he manifested himself. hat er sich selber gezeigt. Everybody saw him. Jeder konnte ihn sehen. He was here the whole time, Er war schon immer da, die ganze but Morgen. nobody paid any attention until he was manifested. Aber niemand hat ihn bewusst wahrgenommen, bis an den Punkt, als er auf den Stuhl gestanden The ist. treasure of Jesus that is in your jar of clay needs to be manifested. Der Schatz von Jesus, der in deinem irdischen Gefäß ist, der muss sichtbar werden. And it cannot be manifested while everything is going good. Und es kann nicht sichtbar werden, wenn einfach alles rund und bequem läuft. It is in the place of death, the place of fear, the place of persecution, the place of affliction, that the Christian suddenly manifests peace and contentment and a spirit of patience. It's different to the world. Erst dann, wenn wir an einem Punkt sind von Verfolgung, von Druck, von Herausforderung, von Schmerz oder sogar von Tod, das ist der Ort, wenn das sichtbar wird, wenn dieser Schatz sichtbar wird in unserem Leben. During coronavirus, Während Coronavirus, everybody is in so much fear. plötzlich war jeder irgendwie in Angst. Now, I know it's real. Und ich weiß schon, dass das echt I'm ist, okay with that. aber das ist okay für mich. But I'm not going to live in fear. Aber ich werde nicht in Angst I have a leben. calling, I have a destiny, I'm a jar of clay that's got a treasure within. Ich habe eine Berufung, ich habe eine Aufgabe und ich bin ein tönernes Gefäß mit einem Schatz drin. You see, when you respond differently, Seht ihr, wenn ihr anders reagiert, people are not noticing the jar. dann nehmen die Menschen das Gefäß nicht wahr, They're noticing the treasure. sondern sie nehmen den Schatz wahr. How come you're so peaceful? Warum bist du so innerlich ruhig und friedlich? Aren't you worried? Hast du keine Angst? Aren't you worried that you could catch a virus and die? Hast du nicht Angst, dir einen Virus einzufangen und zu sterben? Not really. Nicht wirklich. Why not? Warum nicht? I'm so glad you asked. Ich bin froh, dass ihr gefragt habt. Let's have a coffee and talk about it.
Trinken wir doch mal Kaffee und reden darüber. And now you can talk about the treasure. Und dann kannst du über den Schatz Now you sprechen. can talk about Jesus. Du kannst über Jesus sprechen. In November last year, I resigned as the senior pastor. Im November im letzten Jahr habe ich als Seniorpastor gekündigt. We grew a church, my wife and I, from 35 people to over 1,000 people. Meine Frau und ich haben eine Gemeinde von 35 auf über 1000 entwickelt. Handing over something successful is a lot harder than handing over something that's not working. Etwas Erfolgreiches in andere Hände zu geben, ist viel härter als etwas, das nicht funktioniert. I've known pastors who've resigned and they're really glad to leave it behind. Ich kenne Pastoren, die haben gekündigt und die sind sehr dankbar, dass sie raus sind. I gave away something really successful that was still growing Ich habe etwas weitergegeben, was erfolgreich war und immer noch gewachsen ist. because I knew it needed a younger man to take it to the next place. Und ich wusste, es braucht einen jüngeren Leiter, der das wieder an einen nächsten Ort führen So kann. I resigned and I came off salary. Ich habe also gekündigt und ich hatte kein fixes Einkommen And the mehr. idea was, Und die Idee war, I'll travel ich reise and churches will give me offerings und Kirchen geben mir Kollekten and I'll live this way. und das ist meine Art zu leben. It was going great. Das ging wunderbar. November was great. November war großartig, December was great. Dezember war I wunderbar. was in Kuala Lumpur. Ich war in Kuala I was in Lumpur, Singapore. in Singapur, I was in Perth, Australia. in Perth, I was in Australien, Auckland, New in Zealand. Auckland, New Zealand. I had plans to go to America. Ich wollte nach Amerika they gehen. love me in America. Sie lieben mich in Amerika And the American offerings are really good. und die machen großartige I had Kollekten da. plans to be in Florida. In I was Florida, in Colorado, Colorado, Texas, California. Kalifornien. Yay, Jesus. Yeah, Jesus. I'm your man. Ich bin Here unterwegs I am, mit dir. Lord. Send me. Hier bin ich, sende mich. January was good. Januar war gut, February was fantastic. Februar war es großartig March, everyone was getting nervous. und im März wurden alle nervös. Then coronavirus lockdown came. Dann kam der Lockdown wegen Coronavirus. 6 months of plans, gone. 6 Monate geplant, alles weg. Income, gone. Einkommen weg. Opportunities, gone. Möglichkeiten, alles weg. And the vessel Und das Gefäß started to crack a little. und ist ein bisschen, gab es mehr Risse. The vessel started to feel the pressure. Und das Gefäß hat den Druck gespürt. The vessel started to feel squeezed, Das Gefäß fühlte sich zusammengepresst, knocked down. niedergeschlagen. Then the treasure kicked in. Und dann ist der Schatz aufgestanden. I remember reading the Apostle Paul, who was put in prison. Ich habe dann Paulus gelesen, wie er ins Gefängnis Can you kommt. imagine a man like that with his passion Stell dir vor, ein Mann mit dieser Leidenschaft, to preach the gospel das Evangelium zu and verkünden plant churches und Gemeinden zu gründen, getting locked up? ist eingesperrt. And so what did he do? Was hat er getan? Did he sulk? Hat er geklönt? Did he say, poor me? Hat er gesagt, ich Armer, Nobody understands me. niemand versteht mich, Nobody loves me. niemand liebt mich. Oh, if you loved me, you wouldn't do this to me. Wenn du mich lieben würdest, hättest du mir das nie angetan. What did he do instead? Was hat er getan anstattdessen? He wrote letters. Er hat begonnen, Briefe zu schreiben. I don't think he had any idea we'd be reading them 2,000 years later. Ich glaube nicht, dass er sich je ausgemalt hat, dass wir sie 2000 Jahre später lesen werden. Because God had a plan Gott hatte einen and a Plan purpose. und einen Zweck. And so Paul surrendered to it. Und Paulus hat sich dem untergeordnet. And so I remember sitting there and saying, everybody asked me, have you written a book? Und ich bin da so gesessen und jeder hat mich gefragt, hast du schon ein Buch geschrieben? So I thought, I can't travel, I'll start writing. Habe ich gedacht, reisen kann ich nicht, beginne ich mit Schreiben. The first day was terrible. Der erste Tag war furchtbar. 100 words. 100 Worte. Ding, ding, ding. I don't even like what I wrote. Und die 100 Worte habe ich überhaupt nicht gemocht. The second day was the same. Zweiter Tag, dasselbe. I thought, this is torture. Und ich dachte, so muss Folter It was sein. like a whole week. Es war eine ganze Woche so. And then the following week, Und dann die folgende Woche. I realized I wrote for 5 hours and I wrote 10,000 words. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, ich habe in 5 Stunden 10.000 Worte And geschrieben. then every day I was writing for 5 or 6 hours. Dann habe ich Tag für Tag 5 bis 6 Stunden geschrieben. So now I'm on my 4th book. Und jetzt bin ich am 4. Buch. You see, the situation you're in Die
Die Situation, in der du bist, has been ordained by God. ist von Gott so eingesetzt. You want to get out of it. Du möchtest da raus irgendwie, He wants to manifest his life in it. aber er möchte sein Leben darin sichtbar There's a machen. treasure. Weil da ist ein Schatz. He wants the world to see the treasure. Und er will, dass die Welt diesen Schatz sieht. And he's confident of the treasure and the life he's put in you. Und er ist gewiss darüber, über dieses Leben und den Schatz in dir. You're conscious of the clay. Dein Bewusstsein über die Tönernheit. Paul had this thorn in the flesh. Paulus hatte diesen Stachel im Fleisch. He said, God, I want you to take it away. Und er sagte, Gott, mach das bitte weg. Just take it away. Nimm's weg. And God says, my grace is sufficient. Und Gott hat gesagt, meine Gnade genügt. My strength, the treasure, Meine Kraft, nämlich der Schatz, is made perfect in weakness, the clay. ist gemacht, dass es genau passt in Schwachheit, in There is a Lehm. power in you, the surpassing greatness of the power of God. It is not of us, it is of Him. If it's of us, it's about the jar. If it's of Him, it's about the treasure. Es ist dieser Schatz und der ist in uns und er ist unvergänglich. Und wenn es um uns geht, dann ist es dieses Gefäß und wenn es um ihn geht, dann ist es der Schatz. Do you get it? Versteht You ihr get das? it? Versteht ihr es? The treasure, Der Schatz. the treasure. It isn't really about the jar of clay. Es geht nicht wirklich um das tönerne Gefäß. It's about the surpassing greatness of God's power. Es geht um die unvergängliche Größe von Gottes Kraft. People say to me all the time, oh, we just need more miracles in the church. Und Leute sagen zu mir, oh, wir brauchen mehr Wunder in der Gemeinde. They don't know what they're asking for. Und sie wissen nicht wirklich, wonach sie fragen. Here's the problem with asking for a miracle. Weil hier ist das Problem, wenn wir mehr Wunder suchen. God will put you in a situation where you need one. Gott bringt dich in eine Situation, wo du eines brauchst. No, thank you. Nein, danke. So if you get sick, you need a miracle of healing. Wenn du krank bist, brauchst du ein Wunder, ein Heilungswunder. If you get in debt, you need a miracle of finances. Wenn du Schulden hast, brauchst du ein Wunder mit Finanzen. You say, oh, we want miracles. Wenn da nur mehr Wunder wären, What we really mean is, was wir wirklich brauchen, we want to see them over there. wir möchten sie sehen, aber dort drüben. We want to see them over there. Wir wollen sie dort sehen. When Jesus fed the 5,000, Als Jesus die 5000 gefüttert hat, the disciples came to Jesus da kamen seine Jünger and they said, the people are tired, they've been here all day, und sie haben gesagt, die Leute sind müde, schon den ganzen Tag hier, send them home. schick sie nach Hause. How many of you know giving advice to Jesus never works out? Wer von euch hat schon gemerkt, wenn man Jesus einen Ratschlag geben will, das kommt nicht gut? I think I'm going to write a book one day called Don't Bother Giving Jesus Your Opinion. Ich glaube, ich schreibe mal ein Buch, zögere nicht, Jesus deine Meinung zu sagen. It's like, Jesus, this is what you need to do. Jesus, das ist das, was du tun This is sollst. good management. Weil das ist gutes This Management. is good stewardship. Das ist gute Verwalterschaft. Send them home, they're tired, Schick sie nach Hause, weil sie sind müde they're hungry. und hungrig. What did Jesus do? Und was hat Jesus gesagt? He said, you feed them. Und Jesus hat gesagt, ihr gebt ihnen zu essen. You feed them. Ihr gebt ihnen zu essen. How many of you know that was a meltdown moment? Wer von euch weiß, das war ein Zusammenbruchmoment. Just imagine you're one of the disciples. Stellt euch vor, du bist einer And dieser Jesus Jünger. looks right at you, you feed them. Und Jesus schaut dich an und sagt, du fütterst sie. Moi? Ich? Me? Ich? Me? Ich? Feed them? Ihnen zu essen geben? That's not fair. Das ist nicht fair. Oh, that is so unfair. Das ist so ungerecht. So much pressure. So viel Druck. John's gospel says Jesus knew himself what he would do. Im Johannes steht, Jesus wusste, was er tun würde. See, we want a miracle, but we don't want to be the vessel who needs the miracle or the vessel who meets the miracle. Wir möchten vielleicht ein Wunder sehen, aber wir möchten nicht das Gefäß sein, das ein Wunder braucht oder das The für ein moment you Wunder start to gebraucht wird. pray that you want miracles, be very careful. An dem Punkt, an dem du für Wunder zu beten beginnst, You're Sei inviting vorsichtig. a whole lot of stuff into your world. du lädst einen Haufen Dinge in dein Leben ein. You see, that's why I told you I don't like this verse. Darum habe ich gesagt, dass ich diesen Vers nicht mag. Death works in us, but life in you. Tod wirkt in uns, aber in dir Leben. Who really wants that? Wer möchte das?
Death works in us. Der Tod wirkt in uns. So in other words, God's always going to put you in positions and situations that take you beyond yourself. Das heißt mit anderen Worten, Gott bringt uns immer wieder in Situationen, die uns über uns selbst hinausführen. And in our humanity, we step back from that. Und in unserer Menschlichkeit versuchen wir davon zu kommen. But the test of maturity Aber der Test von is Reife not that you step back, ist nicht, dass du dem ausweichst, but you step forward. sondern dass du da hineingehst. You know, when we had children, Als wir Kinder hatten, it was a shocking experience for das me. war eine schockierende Erfahrung für uns. They are so inconvenient. Sie sind so unangenehm, unbequem. Babies don't care how tired you are. Kleinen Kindern ist es egal, wie müde du bist. They don't care. Es ist ihnen wurscht. They cry and they want to be fed. Sie schreien und sie wollen gefüttert werden. They are so selfish. Sie sind egoistisch, That's because they're babies. weil sie Babys sind. Who makes the sacrifice? Wer bringt das Opfer? The parent. Die Eltern. Why? Warum? Because you're the adult. Weil sie erwachsen sind. You are the mature one. Sie sind die Reifen. You make the sacrifice because somebody made the sacrifice for you. Sie bringen das Opfer, weil jemand das Opfer für sie gebracht We hat. say death works in us and life in you because death worked in Jesus that life might come to the world. Wir sagen, Tod wirkt in uns und Leben in dir, weil Jesus gestorben ist und Leben in uns gebracht hat, in die Welt gebracht. Wouldn't it be great if you could have a baby Wäre es nicht großartig, ein Baby haben zu können and just talk nicely to the baby und einfach schön mit ihm reden zu können? and say, we're so glad to have you, Wir sind so fröhlich, dass du hier bist, you little treasure. du kleiner Schatz. We love you. Wir lieben dich. We're going to put you to bed now. Wir bringen dich jetzt ins Bett. You're tired. Du bist müde. We're tired. Wir auch. Could you please wake up in 8 hours? Bitte erst in 8 Stunden aufwachen. There. Wouldn't that be fantastic? Das wäre doch großartig, nicht? It's like, yeah, I'll have some of that. So eins möchte ich auch haben. Wouldn't it be great if you could say to a teenager, Wäre es nicht großartig, einem Teenager sagen zu können, do you mind tidying your room wird es dir nicht ausmachen, dein Zimmer and aufzuräumen putting your dirty laundry in that basket? und deine Dreckwäsche in diesen Korb zu legen, Because the smell is affecting the entire house now. weil der Geruch das ganze Haus kontaminiert? Wouldn't it be great Wäre das nicht wunderbar, if a teenager said, wenn ein Teenager sagen würde, of course, mummy, natürlich, Mami, I would be so glad to do that for you. ich wäre so dankbar, wenn ich das für dich tun könnte. You will never have to ask me again. Du wirst mich nie wieder darum bitten müssen. Wouldn't that be wonderful to Wäre live das nicht to wunderbar, live in that world? in dieser Welt zu leben? That is my ideal world. Das ist meine ideale Welt. But life isn't like that. Aber Leben ist nicht so. You get a teenager in your home Du hast einen Teenager zu and it's Hause like, I hate you. und er sagt, ich hasse dich. Why don't you let me do what Sarah's mummy lets her do? I hate you. Warum kann ich nicht machen, was die Mami von Sarah sie machen lässt? Ich hasse you're dich. so strict. Du bist so streng. Oh. If you haven't experienced it yet, you will. Here's my point. Hier ist mein Punkt. The only way to get the treasure to manifest Die einzige Art und Weise, wie der Schatz sichtbar wird, is for death to come to the clay. wenn der Tod sich am Tongefäß zu schaffen macht. But that's okay, Aber das ist okay, because we believe in a God of resurrection. weil wir glauben an einen Gott der Auferstehung. And it is resurrection life that he's going to manifest in you. Und das Auferstehungsleben wird manifest und sichtbar werden. Okay, we're going to pray. Wir beten. You've been really, really good. Ihr seid wunderbar.